Diese beiden Dinge waren vor wenigen Minuten noch das Gleiche. Im Internet sieht das unglaublich einfach aus, auf den ersten Versuch sofort perfekt. Einmal ritzen, heißes Wasser, kaltes Wasser, heißes Wasser, fertig. Aber funktioniert das wirklich so einfach? Und ich kann schon mal spoilern. Nee, tut es eben nicht. Boah, jetzt macht der so ein langweiliges Thema, Flaschen schneiden. Die gibt's ja schon 100.000 Videos im Internet, gebe ich euch recht. Aber genau in diesen Videos wird es so einfach dargestellt. Schnell mal ritzen, schnell mal Wasser warm, kalt und dann ist es ein perfekter Schnitt. Und genau das will ich heute nämlich versuchen, denn ich habe das auch schon tausendfach gesehen und bin gespannt, ob das so einfach ist. Und nein, es wird keine Bauanleitung für eine Flaschenschneidevorrichtung. Die ist nämlich schon fertig gebaut, werde ich euch natürlich zeigen. Aber jetzt erstmal Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und wer hat schon solche Flaschenschneidevideos schon gesehen oder wer hat es schon von euch gemacht? Manche fragen sich jetzt bestimmt, wozu braucht man überhaupt Flaschen schneiden? Also ich finde es gar nicht mal so schlecht, weil mit solchen Flaschen kann man sehr viel Cooles machen, auch wenn es richtig coole Flaschen sind. Ja, nicht das hier vielleicht, da könnt ihr jetzt vielleicht eine Vase draus machen oder sonst irgendwas. Aber ich finde es ganz cool. Stichwort Vase, man kann tolle eigene Vasen draus machen, aus so wunderschönen Flaschen. Oder man kann sich auch Trinkgläser machen. Man kann sich auch eine Lampenvorrichtung bauen, wo es dann an der Decke hängt. Habe ich auch schon tausendfach gesehen. Und das schaut schon richtig cool aus. Aber man muss ja erstmal an diese geschnittene Flasche, muss man erstmal rankommen. Und das ist natürlich klar, dass man sich das Ganze selber macht. Hier unten steht schon mal eine Vorrichtung, die werde ich euch gleich nochmal zeigen. Nur mal zeigen, wie sie ich gebaut habe. Aber die gibt es natürlich auch im Internet zu kaufen. Werde ich euch natürlich alles unten in der Videobeschreibung verlinken. Und ich habe hier schon mal alles komplett fertig aufgebaut. Und ich bin gespannt, ob das so richtig gut funktioniert. Kurz zu meiner Vorrichtung. Sowas kann man auch im Internet kaufen, kann ich euch unten verlinken. Aber ich habe gesagt, Restholz, ich baue es mir schnell selber. Hat eine Stunde gedauert und so schaut es dann aus. Wie funktioniert das Ganze? Hier läuft die Flasche drin. Hier kann man die Flasche schön drehen. Hier gibt es noch so einen kleinen Stöpsel, den ich nach oben und unten verschieben kann. Dort kommt dann praktisch der Flaschenhals rein und von oben, da ist ein Glasschneider hier eingeklemmt. Hier oben ist der Glasschneider drin. Und wenn ich den jetzt runterkippe, aufs Glas drücke, mit Druck hier arbeite und die Flasche einfach drehe, also natürlich im Stöpsel drehe, und dann kommt der Schnitt zustande. Und ja, das ist eigentlich schon alles mit einer Gewindestange hier oben und fertig. Also wie gesagt, kann sich jeder im Endeffekt auch selber nachbauen. Wie funktioniert das Ganze eigentlich, dass diese Flasche an dieser Stelle brechen soll? Das ist ganz einfach. Der Glasschneider da vorne, der ritzt die Oberfläche an. Eine Sollbruchstelle entsteht. Warmes Wasser dehnt dann das Glas aus. Kaltes Wasser zieht das Glas wieder zusammen. Eine Spannung entsteht dadurch. Und der Riss wandert entlang der Ritzlinie. Normalerweise. Laber nicht so viel. Jawohl. Wir werden jetzt losschießen. Ich würde es euch empfehlen, einfach mal Testflaschen zu nehmen. Weinflasche, Glühweinflasche, Wodkaflasche und so weiter. Schaut aus, wie als wäre ich Alkoholiker. Wahnsinn. Gut, damit wollen wir es versuchen einfach mal, ob das Ganze auch so einfach funktioniert. Was brauchen wir noch dazu? Natürlich diese Schneidemaschine. Wasser, heißes Wasser. Ich habe hier einen Spargelkochtopf, da passt die Flasche doch hoffentlich richtig rein. Ihr könnt aber natürlich auch einen Wasserkocher verwenden und kaltes Wasser. Ja gut, ich würde sagen, schießen wir los. Wir probieren es jetzt erstmal mit dieser grünen Flasche hier, mit dieser Glühweinflasche. Die ist relativ dünn, aber schauen wir mal. Was ich noch erwähnen muss, da in diesem Glasschneider ist Öl drin. Wenn ihr da keins habt, dann müsst ihr den nochmal hier unten mit Öl eintunken. Da geht es aber automatisch. So, jetzt bin ich mal gespannt. Die Spannung steigt. Ich habe jetzt das Ganze eingestellt. Die Flasche läuft perfekt. Und jetzt werden wir mal versuchen, das Ganze zu machen. Ich werde jetzt mal ansetzen, werde das Ganze nach unten drücken und werde versuchen, die Flasche langsam zu drehen. Hört ihr das? Okay,
Super, das hat jetzt funktioniert und jetzt gehen wir ins heiße Wasser. Das Wasser muss nicht komplett kochen, das reicht 95 Grad. So, die Spannung steigt wirklich jetzt. Flasche ins heiße Wasser. Und ich sage jetzt mal, bis es aufhört zu blubbern. Okay, wird reichen. Jetzt ins kalte Wasser. Noch passiert nichts. Und jetzt nochmal ins heiße Wasser. Ja Leute, es passiert gerade momentan gar nichts. Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht. Das Wasser ist ganz normal, ich habe jetzt keine Eiswürfel drin. Aber ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht, da passiert ja überhaupt nichts. Schauen wir nochmal, muss man nochmal wechseln. So, was mache ich falsch? Was sagt ihr dazu? Also momentan funktioniert noch gar nichts. Machen wir immer ein paar Mal hin und her. Vielleicht muss das Wasser einfach kälter sein. Also bei mir passiert absolut gerade nichts. Ich weiß auch nicht warum. Ah, es hat was gemacht gerade. Es hat gerade einen Klick gemacht. Das habe ich schon 5-mal gemacht. Also irgendwie ist es nicht normal. Bei den anderen funktioniert es im Video auf 1-, 2-mal. Aber hier bei mir jetzt gerade gar nicht. Aber es hat gerade irgendwie einen Klick gemacht. Ah, jetzt da, schaut's. Jetzt kommt sie gleich. Jetzt wird sie gleich kommen. Noch einmal abkühlen, noch einmal Warmwasser und dann müsste es funktionieren. Ja, das ist misslungen. Ja, Leute, die ist ganz anders, woanders gerissen und nicht am Sollbruchstelle. Also wenn ich jetzt, da schaut's, hat nicht funktioniert. Also ist nicht dort, au, das ist jetzt heiß, ist nicht dort geplatzt, wo es eigentlich, oder gerissen, wo es eigentlich reißen sollte, am Schnitt. Ja, erster Versuch misslungen und ich bin es viel zu oft, habe ich nicht da eingetaucht in das Wasser. Absoluter Wahnsinn. Okay, also das heißt, man muss, glaube ich, wirklich üben. So, Leute, ich habe einen zweiten Versuch schon gemacht. Nein, das ist auch nicht richtig. Hat auch nicht funktioniert. Also ich frage mich, wie die das im Video machen. Gibt es da eine bestimmte krasse Technik dazu? Also den zweiten Versuch muss man auch wegkicken. Tja, okay. Machen wir mal eine andere Flasche. Vielleicht liegt es echt an dieser, ihr seht, dieses ist super dünnwandig, dieses Glas. Und machen wir mal eine andere Flasche. So, mittlerweile der dritte Versuch. Boah, übel. Also es ist nicht so einfach, muss ich sagen. Nehmen wir mal die Weinflasche dazu. Und ich weiß, dass der Schnitt relativ frisch sein muss, dass man das dann relativ schnell da reinmachen muss. Und das werden wir jetzt einfach mal probieren. Ich habe das jetzt wieder angesetzt. Schneiden wir mal die Flasche. So, und jetzt werden wir gleich mal rübergehen. Wow! Mega! Leute, ein perfekter Schnitt. Jetzt bin ich gleich mal richtig erschrocken hier. Einmal rein, einmal hier rein. Perfekter Schnitt. Ich zeig's euch. So, und jetzt schaut euch mal diesen perfekten Schnitt an. Nichts abgeplatzt. Perfekt auf den ersten Anhieb. Einmal zack, warmes Wasser, kaltes Wasser, fertig. Oder was sagt ihr dazu? Also vielleicht lag es echt an diesen grünen Glühweinflaschen. Mit der Weinflasche hat es funktioniert. Cool, das macht Lust auf mehr, Leute. Ich mache es gleich mal mit der nächsten Flasche. Schön festmachen. Okay. Oh Gott, jetzt ging es endlich. Aber Leute, ich muss leider wieder sagen, es hat wieder nicht funktioniert. Eine kleine Ecke hier ist krumm rausgekommen, ist krumm gebrochen. Der Rest ist ganz gut, aber das hier ist nicht sehr schön. Okay. Also es ist doch nicht ganz so einfach. Es kommt wirklich aufs Glas drauf an. Das ist auch relativ dünnwandig, wie man hier sieht. Gut, wir werden trotzdem weiter versuchen, bis ich das perfekt hinkriege, Mensch.
Ja, jetzt ist mir leider was richtig Dummes passiert. Mir ist der Ton ausgefallen. Sowas Ärgerliches. Aber gut, jetzt geht's weiter. Und zwar habe ich jetzt hier eine richtig coole Wodkaflasche. Und diese Wodkaflasche, die habe ich ganz, ganz oben am Rand geschnitten. Und ich hoffe nur, dass das richtig funktioniert. Auf ins heiße Wasser, dann wieder ins kalte Wasser und das Ganze dann wieder zurück. Und hoffentlich klappt das Ganze mit dieser schönen Flasche. Und plopp, ja Mann, es hat funktioniert. Das freut mich richtig gut. Ein richtig schöner, sauberer Schnitt genau oben an der Kante. Perfekt. Jetzt habe ich hier auch mal eine, ich sage jetzt mal, auch Glühweinflasche versucht. Die hat aber eine Lackierung drauf. Deshalb musste man dort mindestens zweimal drüber fahren. Also einmal den Lack anritzen und einmal praktisch das Glas anritzen. So, ab ins Wasser. Und das gleich mal auf den zweiten Versuch und das hat mich auch richtig gefreut, weil ich finde dieses Glas hier auch sehr, sehr schön. Ist zwar außen lackiert, aber es ist ein perfekter Schnitt oben geworden. Hier versuche ich mal ein breiteres Glas und ein kleineres Glas zu machen. Und ihr seht jetzt auch, dass man die Flasche relativ schräg hin machen kann. Das ist auch überhaupt kein Problem. So, ab ins Wasser. So, ich glaube, dass ich wirklich diesen Dreh so langsam raus habe. Einmal ins kalte Wasser, dann gleich mal wieder ins warme Wasser und plopp, jawohl, perfekter, super toller Schnitt, oder? Nein, 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 um Gottes Willen, da ist eine kleine Absplitterung dran. Und ich hoffe, ich kann dieses Glas noch retten, weil das wäre echt schade drum. Wir können es vielleicht noch runterschleifen. Boah, Leute, echt jetzt? Mir ist der Ton ausgefallen und ich hab's nicht gemerkt. Oh Mann, sorry dafür. Ihr habt das Ganze jetzt ein bisschen ohne Ton gehört. Sorry. Aber das Glas ist richtig gut geworden. Das ist sogar lackiert, das habe ich gerade vorhin noch gesagt, aber ja gut. Es ist lackiert, es hat funktioniert, ein perfekter Schnitt einfach nur. Das freut mich richtig. Und das Whiskyglas hier, oder das ist sehr schade drum, weil das gefällt mir sehr gut, dieses Glas. Aber wir müssen mal schauen, ob wir diese kleine Ecke hier, dass wir das noch ein bisschen runterschleifen können. Ich werde es mal probieren. Schauen wir mal, ob das klappt. Jetzt sind wir aber noch nicht fertig, denn wir müssen noch schleifen, weil das ist ja viel zu scharf, die Kanten hier oben. Da könnte ich nicht trinken oder da verletzt man sich dann im Endeffekt nur. Also, aber jetzt schauen wir uns erstmal die Ausbeute an. Also für den Anfang gar nicht mal so schlecht. 5 Stück haben nicht funktioniert, das sind die hier. Und mir fällt halt da wirklich auf, dass die super dünnwandig sind, diese Gläser. Ich glaube, es liegt einfach nur an diesen Flaschen, dass das hier mit denen nicht gut funktioniert. Die anderen haben echt relativ gut funktioniert, obwohl da jetzt auch ein dünnwandiges dabei ist. Also dieses dünnwandige, das war halt dann Zufall einfach. Aber der Rest hat gut funktioniert. Und jetzt gehen wir ans Schleifen einfach und machen es anfassbar. Und jetzt haltet mich für blöd. Ich mache das Ganze hier am Bandschleifer und nachher, keine Angst, nachher werden wir diesen Feinschliff noch machen. So, weiter geht's mit dem Feinschliff. Da werde ich meinen Exzenterschleifer nehmen. Also per Hand mache ich gerade noch nicht viel. Ich habe hier auch noch mal ein 600er Papier. Das kann man nass machen und dann kann man das Glas dann oben drauf reiben. Das werde ich nachher aber noch mal der kompletten Feinschliff machen. Jetzt machen wir erstmal mit dem 400er, machen wir jetzt einfach mal ich sage jetzt mal das Glas ein bisschen schön weich und dann gehen wir rüber auf 600er. Boah, Leute, schaut euch mal diese perfekten Ergebnisse an. Hier auch nach dieses Glas hier richtig schön sauber geschliffen, überhaupt nicht mehr scharf. Das gefällt mir sehr gut, das Glas. Da steht sogar noch Italy drauf. Also richtig cool. Auch dieses farbige Glas hat sehr gut funktioniert. Auch richtig schön sauber geschliffen und gar nicht scharf. Ich konnte sogar noch mein kleines Glas retten. Da ist leider der Ton hier ausgefallen. Da war so eine Abplatzung war da praktisch drin. Ich habe es aber noch so weit runterschleifen können, damit es noch funktioniert. Also ist auch wunderbar geworden.
Und mir ist aufgefallen, zum Beispiel bei diesem Glas hier, bei dieser Flasche, ist mir aufgefallen, seht ihr das, dass die Wandung nicht gleich stark ist. Also hier ist es viel dünner als das restliche Glas und hier ist es auch wieder dünner. Also solche Flaschen gibt es wohl auch. Ja, diese sind ja nichts Besonderes, das waren ja bloß mal Testobjekte. Da könnte man theoretisch noch eine Vase draus machen, das wäre auch nochmal möglich. Oder ich sage es mal aus diesen zwei hier, aber da ist das Glühweinteil hier, das ist sowas von dünnwandig, also da macht es auch keinen Spaß mit dem was zu machen. Aber ja, für eine Vase wird es theoretisch auch nochmal reichen. Und schaut mal, wie es hier ausschaut, alles voll mit Hälsen. Und jetzt noch einen ganz coolen Tipp, Leute, und zwar, wenn ihr dann genau vorher wissen wollt, was in dieses Glas dann reinpasst, ganz einfach, Messbecher nehmen, eure Wunsch-Milliliter-Anzahl vollfüllen mit Wasser und dann in die Flasche reinkippen, eine kleine Markierung machen, dann wisst ihr genau, was in dieses Glas reinkommt. Also ihr wollt da genau 300 Milliliter drin haben, füllt 300 Milliliter oder 350, füllt 350 Milliliter rein und macht einen Strich hin, fertig. Und dann habt ihr eure passende Größe von euren Wunschgläsern. So, und noch ein Tipp, und zwar, man muss schon ganz schön rumspielen mit den ganzen Temperaturen so ein bisschen. Ich sage jetzt mal, das Wasser so 95 Grad ist absolut ausreichend, nicht komplett kochend. Und das Wasser umso kälter, umso besser, umso mehr zieht sich's einfach zusammen. Ich hatte hier leider noch nur Leitungswasser da gehören eigentlich noch ein paar Eisbollen rein. Und dann denke ich mal, dass es auch noch mal besser funktioniert. Leute, was heißt das für die nächste Party? Auf der nächsten Party schön Flaschen sammeln, schöne Flaschen sammeln, damit wir dann Gläser für die nächste Party haben. Richtig cool. Vor allem Leute, sammelt mal schöne Flaschen einfach ein. Es gibt ja so richtig coole Wodka-Flaschen mit so Design drauf, mit allem drum und dran. Das ist richtig cool. Oder so Whisky-Flaschen. Das kann man doch auch cool als Geschenk nutzen. An einen Whisky-Liebhaber oder Wodka-Liebhaber oder so kann man doch so ein richtig cooles Glas verschenken mit seiner Lieblingsmarke zum Beispiel. Ich finde es richtig cool, dass es funktioniert hat und denkt einfach dran, Flaschen sammeln, weil hier hatte ich jetzt nicht die allerschönsten Flaschen, außer halt, ich sage jetzt mal, diese 3 hier. Was ist mein persönliches Fazit zum Flaschenschneiden? Ja Leute, ich weiß, es ist so ein alter Hut, ich wollte es aber unbedingt versuchen, weil ich besondere Gläser haben möchte. Also, es hat funktioniert. Die Videos im Internet, ich sage jetzt mal, die stimmen nicht wirklich. Die machen das einfach fertig und das Ding ist fertig, das Glas. Nee, ist es definitiv nicht. Ich habe einige Gläser versaut und es hat nicht funktioniert, was mich dann wirklich echt richtig geärgert hat, bis ich dann auf meine ersten guten Ergebnisse kam und dann hat es angefangen Spaß zu machen. Also ihr müsst einfach ein bisschen üben, damit ihr diese Ergebnisse hinbekommt. Was die meisten Videos auch nicht zeigen, ist, dass man dann schon so, ich sage jetzt mal, einiges noch schleifen muss hier oben, damit es richtig schön glatt und rund wird, damit man sich nicht verletzt. Aber ansonsten macht es richtig viel Spaß und wir können richtig coole Gläser aus solchen Flaschen machen. Und jetzt interessiert mich noch von euch, habt ihr das schon auch mal probiert? Habt ihr schon mal Flaschen geschnitten oder habt ihr es vielleicht in Zukunft vor? Würde mich mal interessieren, ob ihr dieses Thema auch relativ cool findet. Auf jeden Fall werde ich euch jetzt auch die anderen Sachen, so Glasschneidemaschinen, werde ich euch unten in der Videobeschreibung natürlich verlinken. Auch ein Glasschneider und Öl und so weiter, das werde ich euch alles nochmal unten in der Videobeschreibung verlinken. Aber wer natürlich das nicht kaufen will, Leute, das Ding ist innerhalb von einer Stunde wirklich komplett nachgebaut aus Restholz und es funktioniert. Ihr braucht nur einen Glasschneider, einen vernünftigen, aber den verlinke ich euch auch noch unten in der Videobeschreibung. So, ich hoffe, euch hat das ganze Thema gefallen, obwohl es doch sehr, sehr alt war. Und nochmal sorry, dass ich einen Tonausfall hatte. Das ist immer dumm, wenn sowas passiert. Lasst dem Video bitte einen Daumen da, hypt das Video, abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und ich würde sagen, schöne Glasflaschenschneider, Grüße aus dem Allgäu. Bis demnächst. Servus.